In diesem Video sprechen wir über Pinterest Marketing im Sommer. Ja, wie ist das denn im Sommer, ne? Eigentlich möchten wir da alle ein bisschen runterkommen, uns einen Urlaub gönnen, ein bisschen wegfahren, mal an was anderes denken. Und manchmal haben wir auch einfach Zeit, noch ein bisschen was zu tun, ne? Deswegen nutzen wir den Sommer, wenn die Geschäfte nicht so gut laufen und wenn vielleicht du nicht so viele Kunden erreichst und wenn deine Kunden vielleicht auch einfach in ihrem wohlverdienten Urlaub sind, aufzuräumen, ne? Es geht nicht nur im Frühjahr, man kann auch im Sommer aufräumen. Und deswegen machen wir einmal einen Account-Putz sozusagen im Sommer. Und dafür habe ich dir jetzt 8 Tipps mitgebracht, was du im Sommer tun kannst, um deinen Pinterest-Account aufzupolieren und ja, für den Herbst und Winter vorzubereiten und richtig stark zu machen, sodass du dann viele, viele weitere Kunden erreichst. Erstens, gönn dir ein Eis. Ja, es ist Sommer, es ist schön draußen, wir können endlich wieder raus, wir können was unternehmen. Nimm dir Zeit. Also als allererstes wirklich, nimm dir einfach mal Zeit. Gewinnabstand, mach 'n Tag oder 2 Pause, mach vielleicht ja, mach mal blau, ne? Also ein bisschen Urlaub hat noch keinem geschadet und so auch uns nicht, wenn wir mal hier ein wenig zurückschrauben, ja? Deswegen einfach mal Pause machen und einfach mal zurücktreten, ist eine gute Idee. Man kann aber auch mit dem Laptop auf der Terrasse noch ein wenig an seinem Pinterest-Account schrauben und deswegen kommt hier Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 2: Räume deinen Pinterest-Account auf. Hast du eine Pinnwand angelegt und vielleicht eine Beschreibung vergessen? Hast du noch kein Bild hinzugefügt zu dieser Pinnwand, also diesem Anfangsbild, dieser Pinnwandbeschreibung? Hast du vielleicht deine Pins nicht richtig beschrieben oder hast du Pins, die einfach nicht relevant sind? Oder hast du Boards, die du überhaupt noch nicht bespielt hast, also wo du noch keine Pins hinzugefügt hast? Löschen. Löschen, aufräumen, weg damit. Einfach mal gucken, ist das Ganze noch on brand, ja? Ist das noch richtig für dein Geschäft geeignet oder war vielleicht das ein oder andere Board ja nicht so richtig für dein Geschäft gedacht, ne? Kann man das eigentlich so gar nicht gebrauchen? Also angenommen, du bist ein Coach für Kinder oder Familien und du hast ein Board Kinderspiele. Ja, im Entferntesten hat das schon irgendwie irgendwas damit zu tun, aber wenn wir ehrlich sind, so richtig doch nicht, oder? Deswegen weg damit, ja? Also brauchen wir nicht wirklich, löschen. Schau auch einmal in deine Einstellung. Stimmt deine E-Mail-Adresse noch? Was macht die Kurzbeschreibung? Kann man da vielleicht noch was anderes einfügen? Wie wäre es, wenn du einen Etsy-Shop hast, wenn du dort deinen Etsy-Shop auch einfügst, also in deine URL oder deinen Blog dort einfügst, ja? Erkennt man dich auf deinem Profilbild noch? Wenn nicht, wäre es auch vielleicht an der Zeit, das einmal auszutauschen, ne? So kleine Sachen können schon einen Account ziemlich aufpolieren, ne? Also deswegen einfach mal ganz kritisch gucken, was kann weg, was kann noch da bleiben, was sollte noch da bleiben vielleicht und was brauchst du wirklich nicht mehr und passt überhaupt nicht mehr zu deinem Geschäft. Tipp Nummer 3: Entdecke neue Accounts. Ja, du darfst auch mal über den Tellerrand gucken, ne? Der Sommer ist die Zeit, in der man, ja, mehr Zeit hat, ne? Deswegen ist es vielleicht auch an der Zeit, dir mal deine Konkurrenz näher anzugucken. Was pinnt die? Welche Boards hat die? Wem folgt die? Kann man da vielleicht neue Leute entdecken, denen man auch folgen könnte? Bitte jetzt nicht halb Pinterest folgen. So ist das nicht gedacht. Besser, du gehst hin und suchst wirklich nach Leuten, die dir helfen, die dich weiterbringen, die deine Expertise vielleicht erweitern, die dir neue Ideen und Impulse geben. Ja, denen kannst du natürlich folgen. Alle anderen, nee, die braucht man nicht unbedingt. Deswegen auch einmal unter deinen Followern nachgucken. Vielleicht kann man auch ein paar Leuten entfolgen. Ne? Immer darauf achten. Folge nicht mehr Leuten, als dich abonniert haben. Ne? Das ist ganz gut für dein SEO, wenn du nicht wild und wahllos allen möglichen Leuten folgst. Das ist auf Pinterest auch gar nicht so gedacht. Ne? Deswegen bitte immer ganz clever vorgehen und nicht dein Homefeed zumüllen quasi mit allen möglichen Pins, sondern nur mit denen, die dich auch wirklich weiterbringen. Tipp Nummer 4: Recherchiere neue Keywörter. Ja, warum? Ja, Keywörter sind ja das A und O, ne? Das haben wir ja auch schon festgestellt. Wir haben uns ja schon überlegt,
dass in der Beschreibung und im Titel deine Keywörter rein müssen, dass die vielleicht sogar in deiner Kurzinfo drinstehen oder in deiner Bordbeschreibung. Und deswegen sollten die natürlich auch, noch relevant sein, ne? Vielleicht brauchst du aber auch neue, ja? Vielleicht sind welche dazugekommen oder du hast das eine oder andere ausgeweitet in deinem Geschäft. Dann natürlich, dann müssen diese Keywörter auch Platz auf deinem Pinterest-Account finden. Letztendlich spiegelt der Pinterest-Account dein Business wider, ne? Das, wofür du stehst, wohinter du stehst, was für dich wichtig ist. Deswegen ruhig noch einmal recherchieren, nachschauen, was lohnt sich wirklich. Dazu kann man auch prima Google Analytics nutzen. Einfach mal Keywörter eingeben, neue recherchieren, die wiederum bei Pinterest eingeben, wenn es sich denn lohnt, ne? Also immer darauf achten, niedriger Wettbewerb, hohe Suchanfrage, das sind uns die Liebsten, ne? Und dann schauen wir einmal auf Pinterest nach, was es dazu gibt und daraus können wir dann vielleicht wieder ein neues Board erstellen oder zu unserem alten Board hinzufügen. Das ist natürlich, bleibt dir überlassen, aber schau genau nach. Was brauchen wir da, was nicht. Also wieder weg mit dem, was wir nicht brauchen und her mit den neuen Keywörtern. Tipp Nummer 5. Gestalte neue Pin-Designs. Ja, ich weiß, du gibst wahrscheinlich ganz viel Mühe schon um neue Designs zu erstellen oder du hast deine Vorlagen und nimmst die immer wieder, um neue Pins zu gestalten. Manchmal Tailwind Create, jetzt ganz neu, hilft dir auch dabei, schlicht und einfach automatisch Pins zu erstellen, die dann vielleicht noch ein bisschen anzupassen. Das ist auch so eine super Möglichkeit, wenn man die dann anpasst. Gib dir Mühe mit deinen Pins. Warum? Die performen am besten. Es nutzt dir ja nichts, wenn du nicht 5 Pins am Tag erstellst, sondern 15, aber dafür alle so ein Lala sind, ja? Also, wir brauchen nicht Lala, wir brauchen Wow-Content. Wir brauchen Inhalte, die die Leute sofort begeistern, wenn sie in ihrem Feed runterscrollen und sehen: „Super Pin, da klicke ich mal drauf“, ja? Weil das ist das, was wir erreichen wollen. Deswegen investier Zeit in deine Pin-Erstellung und überleg dir vielleicht einen neuen Weg. Vielleicht findest du auch neue Templates oder erstellst dir neue Templates für deine Pins, passt die an die Farben deiner Webseite an. Also da kann man auch noch einiges machen und kann so ein bisschen etwas vorbereiten, ne? Und wenn es nur Templates sind, die du dann nutzt, wenn du wieder richtig lospinnst. Tipp Nummer 6: Erstelle neue Pins zu alten Blogartikeln. Ja, jetzt wo du schon mal die Templates hast, ne, kannst du natürlich auch so ein bisschen noch was für dein SEO tun. Warum nicht? Also, geh zu deinem Blog, schau dir an, welche Inhalte richtig gut sind oder auch nur so mittelmäßig vielleicht erstmal. Da kümmern wir uns nämlich gleich drum. Und dann erstellst du zu diesen Blogartikeln neue Pins. Es darf auch ruhig gerne mehr als einer sein, ne? Du musst nicht nur einen Pin erstellen zu einem Blogartikel, du kannst auch 5 Pins erstellen oder 10. Nur bitte nicht alle auf einmal posten, sondern immer mal wieder reinposten und immer unterschiedliche. Weil auf Pinterest liebt frische Inhalte und frische Inhalte für Pinterest sind in erster Linie, wenn da schöne neue Bilder zu sehen sind. Also wenn schöne neue Inhalte zu sehen sind, die die User vielleicht begeistern können, ne? Und das eine Bild spricht vielleicht den einen mehr an als den anderen. Von daher kannst du auf diese Art neue Menschen, eine neue Zielgruppe erreichen und auf deine Webseite holen. Deswegen lohnt es sich auch für alte Blogartikel neue Pins zu erstellen. Tipp Nummer 7: Ja, wenn wir schon neue Pins haben, können wir auch unsere alten Blogartikel einmal bearbeiten, ne? Weil was nutzen dir die schönsten Pins und die Leute klicken auch wirklich und kommen zu dir und stellen dann fest: „Ach, der Blogartikel ist eigentlich schon irgendwie veraltet und passt auch nicht mehr so, ist nicht mehr ganz zeitgemäß“, ne? Also, ich kann da ein Lied von singen. Ich hatte auf meiner Webseite auf Digi-Design Resort ich hatte so fast 800 Blogartikel über die Jahre gesammelt. Ich meine 800, das ist ja unglaublich, oder? Eigentlich sollte man annehmen, man macht das Ganze evergreen und schon hat man wirklich 800 Artikel, die einem 'ne Menge Traffic auf die Webseite bringen. So war die Idee. Die Umsetzung meinerseits war aber irgendwie mangelhaft. Ich habe nämlich nicht dafür gesorgt, dass das Ganze evergreen war oder wusste das zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht. Aber du kannst es ja jetzt wissen. Und du kannst dann deine Blogartikel so aufsetzen, dass sie, ja, für immer Gültigkeit haben. Deswegen ruhig einmal schauen, überarbeiten und mit frischen Inhalten, also mit frischen Pins versehen, sodass neue Sucher auf deine Webseite kommen und sich bei dir Inspiration holen und besser noch bleiben und sich in deinen Newsletter eintragen und so gewinnst du immer wieder neue Kunden. Tipp Nummer 8: Schreibe neue Blogartikel.
Du hast es wahrscheinlich schon geahnt, ne? Nachdem du die alten überarbeiten solltest und neue Pins für alte Blogartikel erstellen solltest, ja, da können wir natürlich auch neu schreiben, ne? Du hast ja jetzt neue Suchbegriffe und warum nicht dazu auch schöne, neue, frische Inhalte erstellen? Denn das ist das, was Pinterest auch richtig gut tut, ne? Zu diesen schönen neuen Blogartikeln erstellst du natürlich auch wieder richtig schöne Pins und damit sorgst du dann hoffentlich für einen Wow-Effekt bei deinen neuen Usern, ne, die du so auf die Webseite holst. Also schau, was im Moment gefragt ist. Guck dir genau an, was die Konkurrenz macht. Und dann geh hin, ja, und warum nicht, ne? Erstell deine eigenen Inhalte daraus und hol so die Menschen auf deine Webseite. Ja, das waren erstmal 8 Tipps, was du im Sommer mit deinem Pinterest-Account machen kannst und wie du dein Marketing auf Pinterest verbessern kannst, wie du dich wirklich für den Erfolg aufstellen kannst. Nämlich, es ist nicht vergebene Liebesmüh, wenn man das Ganze mal ein bisschen hinterfragt, wenn man mal da drauf guckt. Ich habe auch nie so wirklich richtig dahin geguckt, sagen wir es mal so, wenn ich mir so überlegt habe, ach ja gut, das eine Wort ist eben das und das andere das und das nächste gefällt mir ganz gut. Nee, besser löschen. Ja. Ich bin nicht so der große Löschfan eigentlich, weil ich immer denke, vielleicht braucht man das ja noch mal. Und manchmal habe ich auch recht damit. Aber manchmal ist es auch eine ganz gute Sache, sich von altem Ballast zu trennen und das Ganze neu auszurichten und neu zu organisieren. Und deswegen überleg dir wirklich, was brauchst du für deinen Pinterest-Account? Was repräsentiert dich und dein Business am besten? Und wenn du das getan hast, geh einfach durch die 8 Tipps und setz die mal für deinen Pinterest-Account um. Ich hoffe, das hat dir gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich, wenn du uns ein Abo dalässt, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss den Like-Button nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.